Rettungswagen 13. Wir sind unterwegs. Medical Monday. Wenn Serien und Filme Erste Hilfe brauchen. Hi, ich bin Fabian und arbeite als Notfallsanitäter in ganz Deutschland. Ich liebe meinen Job, aber ich liebe auch Filme und Serien. Und im Laufe meiner Ausbildung und durch meinen Berufsalltag habe ich viel über Medizin gelernt und lerne jeden Tag weiter dazu. Und wenn ich heute oder Filme, Serien anschaue, kann ich gar nicht anders, als auf medizinische Aspekte als auch auf medizinische Aspekte zu achten. Ja, ich weiß, es sind nur Filme, aber trotzdem dürfen sie in manchen Punkten ja auch realistisch sein oder sollten es vielleicht sogar sein. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir schauen uns gemeinsam Filme und Serien an und prüfen, wie realistisch medizinische Szenen eigentlich dargestellt werden. Ein wichtiger Hinweis vorab: Dieser Podcast ist nicht dazu da, Filme und Serien pauschal schlecht zu reden. Vieles ist auch einfach ein Produkt seiner Zeit gewesen. Aber genau da möchte ich ansetzen. Erklären, was sich verändert hat, was man heute besser weiß und wie man manche Szenen realistischer hätte darstellen können. Und bevor wir starten, gibt es noch eine kleine Inhaltswarnung von mir. In dieser Folge geht es unter anderem um Tod, Reanimation und psychische Erkrankung. Wenn euch solche Themen belasten oder ihr euch das gerade nicht anhören könnt, dann setzt mit dieser Folge lieber aus und hört beim nächsten Mal wieder rein. Lasst uns also starten mit der ersten Folge. In dieser Folge geht es um die Serie Wilsberg auf ZDF. Und zwar genauer gesagt geht es um die Folge 35. Sie wird auch die Bielefeld-Verschwörung genannt. Wilsberg ist nicht nur Buchhändler, sondern auch Privatdetektiv. Und zu Beginn der Folge erscheint ein junger Mann in seiner Buchhandlung namens Nils. Nils ist nicht nur Verschwörungstheoretiker, sondern auch psychisch vorerkrankt. In späteren Szenen sieht man Ausschnitte von seiner Wohnung, die voll mit verschiedenen Psychopharmaka ist. Und trotzdem glaubt Nils, einer ganz heißen Sache auf der Spur zu sein. Es hat sich vielleicht schon so ein bisschen über die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen heraus verbreitet, dass es den Mythos der Stadt Bielefeld gibt. Und zwar soll diese Stadt ja gar nicht existieren. Und das wird dann häufig mit Argumenten belegt wie: Kennst du jemanden, der da wohnt? Oder kennst du jemanden, der dort hingezogen ist? Kennst du jemanden, der dort arbeitet? Und so weiter und so weiter. Und jetzt ist aber ebenfalls diesem Mythos verfallen und Wilsberg soll sich das Ganze mal als Privatdetektiv ansehen. Wilsberg ist erstmal wenig davon begeistert. Das Ganze ist nämlich ein urbaner Mythos, in der sich mit einem schnellen Blick auf die nächste Landkarte oder durch die Eingabe im Internet rasch widerlegen lässt. Trotzdem lässt er sich davon überreden und geht der Sache nach. Und damit kommen wir auch schon zu. Szene 1. Wenn 2 drücken, stirbt die Logik. Diese Szene ist wirklich ein Klassiker im Rettungsdienst und wird immer wieder genutzt, um sich nach Herzenslust darüber kaputt zu lachen, weil hier einfach so viel falsch gemacht wird. Beziehungsweise einfach keinen Sinn macht. Wilsberg ist zusammen mit einem Freund auf der Suche nach einer Hausnummer in einer Straße. Plötzlich hören sie von einer Frau auf der Straße Hilferufe. Als sie zwischen 2 parkende Autos luken, sehen sie eine Frau und den vorhin getroffenen Nils. Protagonist Nils wird laienreanimiert von Miriam. Miriam scheint eine zufällig vorbeigekommene Passantin zu sein und kniet neben dem Körper von Nils. Wilsberg nimmt die Hilferufe sofort wahr und eilt Miriam zu Hilfe und fragt, was er tun kann. Miriam antwortet ihm darauf: Pressen, rhythmisch pressen. Und hier haben wir schon den ersten Fehler. Wilsberg kniet sich ebenfalls neben Nils und so reanimieren Miriam und Wilsberg zusammen. Und das ist kompletter Quatsch. Wenn, dann reanimiert einer und wenn der eine nicht mehr kann, dann wechselt man sich ab. Wilsberg hätte hier Miriam fragen können, ob sie noch Kraftreserven hat. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum das so wichtig ist. Wenn ihr schon mal reanimiert habt, was ich euch nie wünsche, dann wisst ihr, dass eine Reanimation anstrengend ist. Bei einer Reanimation führen wir Thoraxkompressionen durch. Also wir drücken auf den Brustkorb und sorgen dafür, dass das Blut wieder zirkuliert und die Sauerstoffreserven, die noch vorhanden sind, an Organe, vor allen Dingen an unser Gehirn weitergegeben werden. In vielen Erste-Hilfe-Kursen, unter anderem auch in meinen vor etlichen Jahren, wird immer noch unterrichtet, dass man 30 Mal drückt und 2-mal eine Atemspende geben soll. Wenn man die Thoraxkompression aber unterbricht, fällt damit auch der gleichzeitig mühsam gewonnene Blutdruck, den man sich gerade erst aufgebaut hat, wieder ab. Und das sehr schnell. Bereits in den 1960er Jahren bis 70er Jahren hat man das an Reanimation an Tieren herausgefunden. Warum dann erst also so eine späte Umsetzung beim Menschen? Das hatte unterschiedliche Gründe. Wie wir in diesem Podcast noch häufiger sehen, war Medizin wie fast alles damals ein Produkt seiner Zeit.
Neben den damaligen Techniken hat auch das Thema Ethik eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und wie damals Reanimationen aussahen, das packe ich euch unten mal in die Shownotes. Da kräuseln sich einem die Zehennägel, ja. Also und man fragt sich, so hat man das wirklich früher gemacht? Wie kam man da drauf? Ja? Was habt ihr euch davon versprochen? 60er und 70er ist medizinisch sowieso ein ganz wildes Jahrzehnt gewesen. Die Studien damals waren an Tieren leider auch so wie heute. Und das war halt einfach das erste Mittel der Wahl. Weil man diese Technik einfach später erst am Menschen ausprobieren wollte. Man wollte sich halt eben ganz, ganz sicher gehen, bevor man die Leitlinien ändert. Die aktuellen Reanimationsleitlinien aus dem Jahr 2026 der ERC, also der European Resuscitation Council, sagen, dass eine Atemspende nur durch geübte Helfer ausgeübt werden soll. Und Fazit für euch, also ist dann draußen einfach, wenn ihr euch nicht zutraut, eine Atemspende abzugeben oder ihr einfach nicht darin geübt seid, dann führt wenigstens die Thoraxkompression aus. Wichtig ist, dass das Blut in Bewegung bleibt und das ermöglichen wir nur durch den nächsten Punkt, und zwar durch Kompression auf dem Brustkorb. Genauer gesagt in der Mitte des Brustkorbes, auf der Höhe der Brustwarzen oder wo sie eben sein sollten. Besonders bei älteren Menschen ist das ja ein Problem, ne? Bindegewebe nimmt ab, die Brustwarzen verlagern sich nach unten und folgen der Schwerkraft. Hier muss ich nochmal dazwischenfunken, denn das, was ich da behauptet habe, war nicht ganz so richtig. Es gibt tatsächlich neuere Untersuchungen, unter anderem CT-basierte Studien, die zeigen, dass die Brustwarzen bei den meisten Menschen überraschend oft genau in dem Bereich liegen, wo wir auch drücken sollen. Selbst bei älteren Patienten ist es häufiger korrekt, als man lange gedacht hat. Also kurz gesagt, deine Aussage eben war eher Kategorie gefühltes Wissen. Ja, die ging auf meine Kappe, was mir auch wirklich leid tut. Genau deshalb lohnt es sich auch scheinbar einfache Dinge nochmal zu überprüfen. Okay, danke für die Klarstellung. Lasst uns zurück zur Erklärung der Reanimation gehen. Wenn ihr gerade nicht mehr auf dem Schirm habt, wie eine Reanimation durchgeführt wird, dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. Ihr seht eine vermeintlich leblose Person, tretet an sie heran und sprecht sie laut an und schüttelt sie auch ruhig dabei. Als nächstes Atmung überprüfen. Mund öffnen und mögliche Fremdkörper so gut es geht entfernen, danach Kopf leicht überstrecken und in Richtung der Füße gucken. Geht mit dem Ohr ruhig dicht an den Mund des Patienten dran. So kann man einen Atemzug hören, also am eigenen Ohr, sehen, ob sich der Brustkorb des Patienten hebt oder senkt. Und zuletzt spürt man den Atemzug des Patienten auch am eigenen Ohr, denn unser Ohr ist hier am Ohrläppchen gerade mit sehr, sehr vielen Sinnesorganen eben ausgestattet, beziehungsweise mit sehr feinen Nerven. Das Ganze macht ihr 10 Sekunden und wenn ihr nichts hört, dann ruft die 112 und fangt mit der Reanimation an und drückt dann so lange durch, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die Druckposition haben wir vorhin schon geklärt, zwischen den Brustwarzen oder zumindest da, wo sie sein sollten. Arme durchstrecken, Hände übereinander legen und rhythmisch pressen. Als Druckfrequenz kann man sich, so makaber das Ganze auch klingt, an musikalischen Klassikern wie Stayin' Alive von den Bee Gees, It's My Life von Bon Jovi oder auch dem Imperial March aus Star Wars orientieren. Diese haben alle einen Beat von 100 bis 120 Beats per Minute. Und ich mache das in meinem Berufsalltag auch so, ja, wenn ich gerade mal kein Metronom zur Hand habe, dann summe ich mir das einfach im Kopf vor und weiß dann, dass ich genau die richtige Druckfrequenz habe. Die Drucktiefe sollte so um die 5 bis 6 Zentimeter betragen. Ja, ich weiß, das ist schwer abzuschätzen, aber es entspricht ungefähr einem guten Drittel des Brustkorbs. Und wenn ihr Angst habt, etwas kaputt zu machen und Rippen zu brechen, was sich dann ungefähr so anhört, dann seid da ruhig beruhigt. Ja? Wenn ihr nichts macht, dann macht ihr viel mehr kaputt. Und zwar das Leben von Angehörigen und Freunden und vielleicht sogar einer Familie. Und es kann euch auch keiner verklagen, dafür hat man nämlich schon gesorgt. Und zwar gibt es da den Paragraphen 34 im StGB, also im Strafgesetzbuch, und das ist der rechtfertigende Notstand. Und der rettet euch in diesem Sinne den Arsch. Dann schauen wir uns doch mal an, was da zu lesen ist. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Man begeht also in diesem Fall keine Körperverletzung, wenn man jemanden die Rippen bricht. Und es gibt nichts anderes als die Thoraxkompression. Das ist das mildeste Mittel. Also macht euch da bitte, bitte keine Sorgen. Achtung! Paragraph 34 gilt nur, wenn du in einer echten Notfallsituation handelst und versuchst, eine akute Gefahr abzuwenden.
Er ist kein Freifahrtschein für beliebige Maßnahmen, aber bei einer Reanimation schützt er dich, wenn du einem Menschen das Leben retten willst. Machen wir also weiter mit der Szene in der Serie. Wilsberg könnte die Zeit nutzen, indem er einen Defibrillator sucht. Da er sich aber in einem Wohngebiet befindet, wird das höchst unwahrscheinlich sein, denn dort wird höchstwahrscheinlich keiner verfügbar sein. Eine höhere Chance hätte er in der Stadt, wo meistens in Einkaufspassagen, Rat- oder Stadthäusern oder in Bibliotheken ein Defibrillator vorhanden ist. Diese AEDs sind so konzipiert, dass sie von Laien bedient werden können und sie führen euch mittels einer Stimme Step für Step durch die Situation. Aber das Thema Defi besprechen wir in einer anderen Folge und da noch ein bisschen ausführlicher, beziehungsweise kommen da später in dieser Szene nochmal drauf zu sprechen. Des Weiteren ist hier dringend professionelle Hilfe vonnöten. Es muss die 112 gewählt werden, damit möglichst schnell ein Rettungswagen kommt. Miriam hat da schon mitgedacht und ruft dem Freund von Wilsberg zu, dass er einen Notarzt rufen soll. Dieser zögert nicht lange und wählt mit seinem Handy 112. Kurze Zeit später ruft er den beiden zu, dass ein Notarzt bereits unterwegs sei. Hier kommt es nochmal zu einem Schnitt und Nils erwacht nach einer wirklich sehr unproduktiven Herzdruckmassage. Er spricht sogar mit dem Freund von Wilsberg, zwar sehr leise, aber er spricht. Das wäre dann der Fehler Nummer 2. Bei einer Reanimation haben wir ein einziges Ziel vor Augen und das ist der ROSC, also der Return of Spontaneous Circulation, übersetzt die Wiederherstellung eines spontanen Kreislaufs. Das Herz schlägt wieder von alleine, ohne dass wir es extern weiter dazu animieren müssen. Ne? Daher kommt der Name Reanimation. Das spontane Erwachen im ROSC ist verdammt selten und ich persönlich habe das nur ein einziges Mal erlebt und oh boy, das war ein ziemlich krasser Einsatz. Das war ein 35-jähriger Mann und man mag es kaum glauben, der hatte einfach einen Herzinfarkt. Er hatte dieselbe Statur wie ich, ja. Also ich weiß, ich bin jetzt auch nicht der Schlankste, ja, aber ich habe jetzt nicht übermäßig viel auf den Rippen, also nicht noch einen zusätzlichen Risikofaktor, ja. Und nachdem wir den dann zweimal defibrilliert hatten, ist er dann erst ganz langsam aufgewacht und dann sehr, sehr schnell. Kommen wir zurück zu Nils. Sein spontanes Erwachen ist nicht ganz unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Während er noch ein, zwei Sätze spricht, sieht man im Hintergrund, wie die Besatzung des RTW die Ausrüstung ausleert und sich dann auf den Weg zu Nils macht. Nach einem Schnitt sieht man, wie ein Mitglied der RTW-Besatzung das T-Shirt sehr dramatisch aufreißt und sich dann ein anderes Mitglied der RTW-Besatzung über Nils beugt und ihm die Pedals vom Defibrillator auf die Brust drückt und laut Schock ruft. Auf dem Rückenschild der Jacke des Besatzungsmitgliedes mit den Pedals auf Nils Brust steht deutlich lesbar Notarzt. Und auch hier haben wir wieder völligen Quatsch. Ja, es gibt Notärzte auf Rettungswagen, aber die sind nie mit nur einem weiteren Besatzungsmitglied anzutreffen. Circa ab dem Jahr 2000 war das NRW-System in Deutschland Geschichte. Die Idee war eigentlich gar nicht schlecht. Ein Notarzt als drittes Besatzungsmitglied auf einem Rettungswagen mit zwei weiteren Sanitätern. Die Kritik an diesem System, was um die 1960er Jahre entstand, wurde nach einem Jahrzehnt lauter, da Notärzte stetig an dieses Fahrzeug gebunden waren. Zur Zeit in der Serie war es eigentlich schon passé. Was der vermeintliche Notarzt aber dann macht, ist an Absurditäten nicht zu überbieten. Er defibrilliert den Armen jetzt gleich 4-mal hintereinander, ohne auch nur ein einziges Mal zu überprüfen, ob die Atmung vorhanden ist, ob ein zentraler Puls vorhanden ist. Schließlich wurden diese ja schon reanimiert. Wer auch immer das Filmteam hier beraten hat, hat sehr lange keinen Notfalleinsatz auf einem Rettungswagen mitgemacht. Zu meiner Überraschung gab es tatsächlich in den 1980ern bis zu den 1990er Jahren die Empfehlung, den Patienten 3-mal hintereinander zu defibrillieren. Man führte diese Defibrillation jeweils mit gesteigerter Energiewahl aus und versprach sich davon eine bessere Wiederherstellung oder eine schnellere Wiederherstellung eines spontanen Kreislaufs. Aber auch hier wurde ab den 2000ern, wie vieles um dieses Jahr, zunehmend davon abgeraten. Um genau zu sein, riet die AHA davon ab. In den Leitlinien um das Jahr 2005 folgte die ERC, also der Europäische Rat der Wiederbelebung, ebenfalls dieser Empfehlung. Als der Notarzt nach seiner Meisterleistung die Augen vom verstorbenen Nils zur Hervorhebung der Dramaturgie schließt Wilsberg diese wirklich schreckliche Szene deutscher Filmgeschichte ab, indem er sagt, sie haben alles versucht. Was die Laienreanimation von Miriam angeht, muss man sagen, sie hat da wirklich alles versucht. Die vermeintliche NRW-Besatzung in diesem Fall ist von diesem Begriff leider weiter weg als ein Fisch vom Fahrradfahren. Szene 2. Wenn Medikamente angeblich Herzen sprengen. Nils wurde obduziert und nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Nils soll vergiftet worden sein durch eine Injektion in seine Achselhöhle. Warum man auch immer da jemanden vergiften sollte. Egal. Zur besseren Dramaturgie fragt die Chefin Ermittlerin nochmal zur Klarstellung den Kollegen, der ihr diese Nachricht überbracht hat. Mord? Das Medikament Suragol soll für Nils Tod verantwortlich sein.
Es soll die Herzfrequenz und den Blutdruck steigern. Mit dieser Menge, die Nils verabreicht werden sollte, sollte ihm laut Zitat des Polizisten sein Herz um die Ohren geflogen sein. Natürlich ist das überspitzt hoch 10, aber dennoch haben wir hier Fehler Nummer 1. Es gibt Medikamente, die Herzfrequenz und Blutdruck steigern, ja. Aber selbst in Überdosierung passiert nicht das, was man in Filmen oft sieht oder eben beschrieben wird. Das Herz explodiert nicht oder es fliegt einem auch nicht um die Ohren. Wir dürfen nicht vergessen, das Herz ist nicht an ein starres System gebunden, ja, also Blutgefäße sind keine starren Rohre, sondern sie sind flexibel, das heißt, sie können sich dehnen und auch ziemlich weit dehnen. Und es gibt ja nirgendwo einen Punkt, wo das Herz einfach gegen einen Widerstand drücken muss, ja, und somit sich das Ganze dann so weit füllt, dass es dann irgendwann explodiert. Ja. Wenn die Herzfrequenz hoch ist, ja, was wir medizinische Tachykardie nennen, hat das Ganze aber zwei mögliche Folgen. Das Herz kann sich nicht mehr richtig mit Blut füllen und pumpt dadurch kaum etwas weiter. Oder die Belastung ist so groß, dass der Pumpmechanismus einfach komplett versagt. In beiden Fällen wird das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff durchblutet. Die Folge ist eine Sauerstoffunterversorgung, eine Hypoxie. Und der Patient verliert sehr schnell das Bewusstsein. Blutdrucksteigernde Medikamente sorgen ebenfalls nicht dafür, dass das Herz einem um die Ohren fliegt. Im Fall von Nils kommt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Ruptur, also zu einem Reißen eines Blutgefäßes im Gehirn und somit zu einem Schlaganfall. Kurzum, das Medikament Suragol ist ein Fake-Medikament. Es existiert gar nicht und hat auch nie existiert und es gibt auch kein vergleichbares Medikament, was ähnliche Wirkung verursachen würde. Szene 3. Der Polizist, der eigentlich ins Krankenhaus gehört. In der nächsten Szene, die wir besprechen müssen, wird einem Polizisten mit dem Medikament Maculan 250 ins Gesicht gespritzt. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Fake-Medikament, um das Ganze mal vorwegzunehmen. Und das Ganze ist mit einem sehr, sehr großen Warnhinweis versehen, auf einer wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Flasche, ja, wo man garantiert keine Medikamente drin lagern sollte. Und auf diesem Etikett steht dann eben unten ganz groß zu sehen: Vorsicht, kann Halluzinationen hervorrufen. Anhand der Inhaltsstoffe des Medikamentes ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese für Halluzinationen verantwortlich sein sollten, aber später mehr dazu. Ich finde, besonders hervorzuheben ist hier das Verhalten der Chefin. Anstatt den Kollegen zu suspendieren und in ein Krankenhaus zur Beobachtung zu verbringen, bleibt dieser einfach weiter in dem Dienst und arbeitet an dem Fall weiter, obwohl er massiv unter Halluzinationen leidet. Toll. Zum Glück hat seine Chefin dann aber doch ganz geistesgegenwärtig gehandelt und nimmt ihm sämtliche Kugeln aus seiner Dienstwaffe. Damit könnten wir die Analyse der Szene eigentlich abschließen, aber ich habe noch was entdeckt. Kommen wir also zurück zu den Inhaltsstoffen des Medikamentes. Unterhalb der Mengenangabe des Medikamentes findet sich ebenfalls eine Liste mit Inhaltsstoffen. Und wenn wir uns die im Kontext mit der psychischen Vorerkrankung von Nils und seiner stetigen Einnahme von Psychopharmaka ansehen, ist das Ganze sehr interessant. Zugegebenerweise sind die Inhaltsstoffe sehr schwer bis gar nicht lesbar. Doch mit der Hilfe von ChatGPT habe ich den Abschnitt digital nachbearbeitet und konnte somit die Inhaltsstoffe leserlich machen. Unter anderem findet sich hier der Wirkstoff Ethylefrin. Ethylefrin wirkt in Kombination mit Psychopharmaka blutdrucksteigernd. Also genau das, was Suragol ja eigentlich auch ebenfalls sein sollte. Es sorgt aber auch ebenfalls nicht dazu, dass einem das Herz um die Ohren fliegt, aber es kann zu einer massiven Hypertension, also zu einem Bluthochdruck führen. Dennoch spricht einiges dagegen, dass Nils mit diesem Wirkstoff vergiftet wurde. In der Szene, wo Nils wieder kurzzeitig einen Rost hatte, fallen uns keinerlei neurologische Auffälligkeiten auf, die man eigentlich bei einem Schlaganfall erwarten würde. Und die hier typischen Symptome lassen sich anhand des BFAST-Schemas erarbeiten. Das BFAST-Schema ist ein Akronym und die einzelnen Buchstaben haben verschiedene Bedeutungen. Und die gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Das B steht für Balance, also ist dem Patienten schwindelig oder kann er noch gerade stehen. Das E steht für Eyes. Hat der Patient eine Sehstörung oder ist er vielleicht sogar komplett blind? Das F steht hier für Face. Hat der Patient Schwierigkeiten zu lächeln, die Zunge rauszustrecken oder mit der Stirn zu runzeln oder hat er gar Probleme, Berührung auf seiner Haut zu empfinden? Das A steht für Arms. Hat der Patient Schwierigkeiten, die Arme vor dem Körper zu halten oder kann er seine Beine nicht bewegen oder hat er auch hier Empfindungsstörungen? Das S steht hier für Speech. Hat der Patient Schwierigkeiten beim Sprechen? Um das zu überprüfen, benutze ich in meinem Berufsalltag immer so einen Standardsatz, den ich habe, und zwar: Der Mond scheint hell in Oberbayern. Somit habe ich viele Vokale und Konsonanten, die unterschiedliche Gesichts- und Zungenmuskeln beanspruchen und kann damit gut herausfinden, ob ein Lallen oder eine ungewöhnliche Aussprache vorliegt.
Das T steht für Time. Seit wann besteht die Symptomatik? Ist es schlimmer oder besser geworden? Das ist wichtig für die Klinik bzw. für die Neurochirurgie. Wenn der Patient einen Schlaganfall hat, der nicht auf einer Blutung im Gehirn beruht, sondern es sich hier nur um ein verstopftes Gefäß handelt, kann das innerhalb von einem Zeitfenster von 4,5 Stunden von einem Medikament aufgelöst werden. Deswegen ist es so wichtig. Neben dem BIFAS-Schema kann man aber auch eine Wesensveränderung als einen wichtigen Anhalt für einen Schlaganfall sehen. Also, das hat man ja früher mal gehört, ne? Ist jemand komisch drauf, ja, beziehungsweise macht jemand komische Sachen, die er sonst normalerweise nicht macht, dann handelt es sich auch höchstwahrscheinlich um Schlaganfall, weil so aus dem Nichts heraus, Menschen sind Gewohnheitstiere, Menschen machen in der Regel immer das Gleiche, ja. Und wenn man auf einmal was ziemlich Ungewöhnliches macht, und ich meine damit jetzt nicht so harmlose Bagatellen wie, ja, mein Mann hat jetzt auf einmal die Spülmaschine ausgeräumt, das macht er normalerweise nicht. Das meine ich damit nicht, sondern so typische Geschichten, ne? Man fängt zusammenhangloses Zeug an zu reden oder jemand legt die Zeitung ab, guckt einem ins Gesicht und dann guckt man nur noch geradeaus durch die ganze Zeit weiter. Das ist damit gemeint. Also das ist eine Wesensveränderung im klassischen Sinne, wie man sie auch mit einem Schlaganfall durchaus in Verbindung bringt. Da Nils aber keinerlei dieser neurologischen Auffälligkeiten zeigt, ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Nils weder mit Soragol noch mit Makulan vergiftet wurde. Hier haben die Drehbuchautoren fast unbewusst eine möglich reale Todesursache geschaffen, aber es hat eben nicht sein sollen. Und damit wären wir auch am Ende der ersten Folge angelangt. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, zum Beispiel, ihr habt euch schon immer gefragt, ob dies oder jenes realistisch umgesetzt sein könnte, dann schickt mir doch gerne eure Fragen über meine Instagram-Page Medical Monday. Ich habe auch schon einen Ausblick auf die nächste Folge für euch. Und zwar wird das eine Spezialfolge. In dieser Folge, beziehungsweise in dieser Filmreihe, geht es um eine Person, die uns jetzt schon seit gut 60 Jahren auf der Kinoleinwand begleitet. Ich glaube, der nächste Film kommt in 2 Jahren oder Mitte nächsten Jahres raus. Und diese Person nimmt immer ein ganz bestimmtes Getränk zu sich. Ja, dieses Getränk darf nie nie geschüttelt werden, muss immer gerührt sein und nur so trinkt er ihn auch. Ist das wirklich so, Fabian? Ich glaube, es war andersherum. Ja, und vielleicht wisst ihr jetzt schon, um wen es sich handelt. Und wenn nicht, dann lasst euch einfach überraschen und bis in 4 Wochen bleibt mir nur noch eins zu sagen: Übernehmt die Kontrolle, anstatt dem Chaos freie Bahn zu schaffen. Ciao. Bis zum nächsten Filmnotfall. Hier bei Medical Monday.